Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, was soll ich sagen? Der Paladin ist endlich da. Habt ihr ihn schon gespielt? Habt ihr ihn ausprobiert? Werdet ihr die Klasse starten? Schreibt es mir mal sehr gerne in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, wie eure Meinung zum Paladin momentan gerade ist. Wir werden sie jetzt live das erste Mal auch testen auf einem alten Server. Ich werde die Klasse mal ein bisschen ausprobieren, wie die neuen Animationen aussehen, wie die Klasse in-game gestaltet ist und so weiter und so fort. Und werde sie dann auch zum nächsten Serverstart auf EU17 dann auch mal ausprobieren. Und genau, dazu wählen wir uns jetzt mal irgendeinen Random Server aus, wo wir noch nicht drauf großartig integriert sind. Nehmen wir mal F20 hier. Ja, oh Gott, ich nehme mal sogar meinen richtigen Namen, ansonsten nehme ich immer irgendeinen random Namen. Ja, aber weil es jetzt der Paladin ist, probieren wir das Ganze jetzt einfach mal aus. So, und dann bin ich sehr gespannt. Ja, okay, ja, Tutorial, alles klar. Gucken wir mal gleich hier rein. Okay, so sieht das Ganze aus, wenn wir jetzt hier gestartet sind. Hier der Paladin und mal gucken. Hier haben wir einmal die Übersicht zum Paladin auch nochmal. Ne? Das kennen wir ja alles schon. Paladine machen ihren Schaden im Kampf abhängig von der Höhe ihres Attributs, Hauptattribut Stärke. Ne? Das wissen wir. Dann ein kleiner Text dazu. Dann haben wir hier einmal was der Paladin so kann. Mithilfe des Schildes haben Paladine innerhalb eines Gefechts eine Chance 50% von 3 möglichen Schildstellungen mit individueller Blockchance einzunehmen. Ja, da gucken wir jetzt gleich mal nochmal extra drauf. Hier haben wir einmal die Fähigkeiten. Ausgangsstellung haben wir hier einmal. Obwohl diese Stellung keinen besonderen Effekt hat, besitzt ein Paladin in ihr eine 50% Chance in die Defensivstellung zu wechseln, Blockchance 30%, Schadensfaktor 83,3, maximale Schadensreduktion 45. Dann haben wir hier die defensive Stellung, Schild des Glaubens. Ja, so sieht das Ganze hier auch aus. Paladine bündeln in dieser Stellung ihren Glauben und stellen sich einem Angriff mit reinem Herzen und erobertem Schild entgegen. Dabei haben sie eine 50% Chance, dass ihr Schild vollständig blockt. Ihr unerschütterlicher Glaube durchflutet sie daraufhin mit einer sanften Woge göttlicher Energie, die sie um 30% des abgewehrten Schadens heilt. Ihr Schadensfaktor ist in dieser Stellung um 26,5% reduziert. Die Chance, aus dieser Stellung in den Offensivmodus zu wechseln, liegt bei 50%. Ja, Blockchance 50, Schadensfaktor 56,8, Schadensreduktion 45. Und dann haben wir hier einmal die offensive Stellung, der göttliche Schlag in die Fresse. In dieser Stellung entfesseln Paladine einen überwältigenden Angriff, bei dem sie ihre Waffe mit dem heiligen Licht der Vergeltung niederfahren lassen, um ihren Gegner mit einem göttlichen Schlag zu zerschmettern. Diese himmlische Intervention erhöht ihren Schadensfaktor um 42%. Dafür wird ihre maximale Schadensreduktion auf 20% reduziert. Die Chance von dieser Stellung in die Ausgangsstellung zu wechseln beträgt wiederum 50%. Ja, Blockchance hier 25%, Schadensfaktor 125,3%, also macht ein bisschen mehr Damage auf jeden Fall, und Schadensreduktion 20%. Hier haben wir dann einmal die Werte vom Paladin, Schadensfaktor, Rüstungsklasse, Rüstungsfaktor, Lebensfaktor und die maximale Schadensreduktion. Ja, so sieht das Ganze aus. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendeine random Gilde einfach mal so finden. Haben wir hier jemanden? Chatsprache, okay, haben wir hier keine Präferenz gerade am Start. Ja, ich würde einfach mal, wir gehen mal hier rein. Ich will jetzt nicht in, wir schauen mal hier rein. Okay, oh, okay. Ja, moin. Lass mich raten, hier sind die ersten Paladine, die schon getestet haben. Na klar, das war zu erwarten, dass hier Leute in die Gilde kommen, um halt eben die neue Klasse mal einmal so zu testen. Und wir haben hier direkt einen fairen Fight, würde ich sagen, obwohl, er hat schon ein bisschen geskillt irgendwie, er hat schon ein paar Statpunkte mehr als ich, aber wir gehen einfach mal direkt rein, denn ich will mal gucken, wie jetzt die Animationen in-game auch fertig aussehen. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Das ist natürlich
von den Werten her jetzt natürlich jetzt nicht so krank krass. Und ja, wir beide sind auf jeden Fall Paladine, die jetzt nicht großartig was gemacht haben irgendwie. Ich schau mal, haben wir hier, wir leveln mal ganz kurz, ja, warte mal, wir holen uns mal zuerst mal, bevor wir irgendwas machen, machen wir mal den ganz normalen Spielstil, wir holen uns mal den Greif, so, ne, dann haben wir das nämlich schon mal am Start, machen mal schnell das Tutorial durch, damit wir hier ein bisschen leveln können, hier so, zack, 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 so, bam, und dann leveln wir mal ganz kurz. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt kommen, aber so die ersten paar Stufen, die können wir ja schon mal mitnehmen, würde ich sagen. So, ja, ich habe es begriffen, Dankeschön. Es muss eine Funktion geben, dass man das Tutorial irgendwie ausschalten kann. Das ist ja auch maximal belastend hier jedes Mal, wenn man einen Server startet. So, wir gehen natürlich hier auf die Sterne. Ach so, ja stimmt, lul. Wir konnten ja, okay, ja, ich sehe schon wieder die Kommentare. Wir konnten ja auch nichts machen, wir haben ja auch noch gar kein Schild. Ha! Oh Gott, oh Gott. Warte mal, haben wir hier schon unseren... Achso, nee, das ist das Starterpaket. Wir kriegen ja auch gleich, ich glaube ab Stufe 10, kriegen wir ja auch das Willkommenspaket, wenn das hier bei so einem alten Server auch so ist. Ich weiß, bei neuen Servern ist es auf jeden Fall so, dass man halt so ein Willkommenspaket auch noch bekommt. Kann sein, dass es aber nur bei Serverstarts ist, deswegen das gucken wir mal gleich mal. So, Stufe 9 haben wir erreicht, ja. Zack, ist ja klar, wir brauchen ja auch erstmal überhaupt ein Schild, damit wir blocken können. Ansonsten wird das natürlich ziemlich schwierig, ohne Schild irgendwie zu blocken. Ja, das ist natürlich ganz klar. Das hatte ich jetzt im ersten Kampf nicht direkt, ja, man ist es schon so gewohnt, dass man ein Schild hat, dass man es überhaupt am Anfang von einem neuen Charakter absolut vergisst, dass man überhaupt ein Schild braucht. So, weil es schon so selbstverständlich ist mit der Zeit irgendwie. Okay. So, jetzt gucken wir mal kurz, ja, Dungeons, bam, bam, bam. Okay, kurz mal Speedrun hier durch die Post. Und, okay, dann haben wir das. Ich guck mal ganz kurz, gibt es das Willkommenspaket? Ne, das gibt es wohl nur bei neuen Servern. Ja, was haben wir hier? Ja, nehmen wir mit. Ausdauer, schadet nicht. Okay, so, das erstmal soweit dazu. Dann, ja, skillen wir mal ein bisschen in Stärke, beziehungsweise vielleicht holen wir uns mal einen Pot. Und dann vielleicht auch noch ja, einen Stärketrank, so. Flügeltrank kriegen wir jetzt glaube ich nicht mehr. Ach so, lol, ich habe ja gar keine Pilze. Okay. Cool. Was machen wir da am besten? Wir müssen ja irgendwie... Ja, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ich hätte mir mal meine Pilze aufsparen sollen. Denn ohne Pilze können wir natürlich auch schlecht kämpfen, beziehungsweise die Klasse testen, ne? Aber wir können, warte mal, wir können mal einen Dungeon Try mal versuchen. Da gehen wir mal ins Trainingscamp. Okay, gegen einen Magier. Ja gut, wir haben jetzt 2 Magier hier direkt. Da kriegen wir natürlich nicht viel mit, weil die Magier, ja moin, die können ja die Fähigkeiten sozusagen, ja, nichtig machen. Ich hätte mir mal nicht den Greifendrachen holen sollen. Das war, glaube ich, ein bisschen zu viel für das, was ich hier auf dem Server vorhabe, schlussendlich. Okay, dann suchen wir mal jemanden raus, der so ungefähr gleiche Werte hat, circa. Und ja, das ungefähr einigermaßen balanced ist. Vielleicht gegen ihn hier. Da sollten wir eigentlich gewinnen. Aber wir können mal uns zumindest, ja, das sieht nach einem sehr langen Kampf aus. Da können wir uns zumindest mal anschauen, wie die Fähigkeiten so aussehen. Oh ja, das könnte ein sehr langer Kampf werden, mal schauen. Jetzt sind wir im Offensivmodus und so sieht dann auch der göttliche Schlag aus. Dann haben wir das nämlich auch mal gesehen. Ja, sehr schön. Jetzt sind wir im Blockmodus und da sehen wir, okay, ja, da kommt der Heal rein. Offensivmodus ausgewichen, wir bleiben und haben ihn verlassen. Jetzt sind wir im neutralen Modus drin, haben wieder eine Chance, wieder in den Defensivmodus zu kommen. Da sind wir jetzt. Jetzt sind wir direkt wieder in den Offensivmodus gewechselt, ohne einmal geblockt zu haben. Wir müssen natürlich auch blocken, damit wir auch uns regenerieren können. Ne, das ist natürlich so immer das Ding. Das ist die Grundvoraussetzung. Und jetzt müssten wir, schade, jetzt hätten wir einmal noch ja, sehen müssen, wie wir den Block bekommen irgendwie. Aber das war ein ganz guter Kampf mal, um das so zu vergleichen.
Wir können mal gucken, haben wir jemanden ungefähr in der gleichen Range? Ja, na gut, der ist von den Statpunkten her leider nicht so gut wie ich. So, ansonsten hätte ich jetzt nämlich sehr gerne mal ein gleiches Battle Paladin gegen Paladin gehabt. Ja, den One-shotten wir, glaube ich, beziehungsweise, ja, der hält jetzt nicht allzu viel aus. Hier haben wir einen Magier. Okay, wir gucken nochmal in die Ehrenhalle. Eigentlich war das ja ein ganz guter Try eben gerade, um das mal so zu vergleichen. Und dann müssen wir das einfach nur nochmal versuchen. Ja, ich gucke nochmal. Ich hätte wirklich ganz gerne irgendwie, muss ich sagen, noch ein paar Pilze, damit wir das ein bisschen tryen können. Wir können mal gucken, ob wir Glück haben und durch eine Quest hier noch irgendwie zufällig Pilze bekommen. Ja, Problem ist jetzt bloß an der Sache, wenn wir jetzt hier leveln, schade, keine Pilze, dann hauen wir dem Gegner natürlich mehr ab, der jetzt einigermaßen auf der gleichen Stufe gewesen ist. So, ne? Ja, deswegen. Warte mal, wo habe ich. Achso, ich hatte jetzt schon meinen Pilz verbraten. Ach nein, ich hatte meinen Pilz jetzt schon verbraten gegen den Kampf jetzt gerade. Okay, dann werde ich nochmal ganz kurz hier die Alu durchspielen. So, zack, zack, zack. Ja, da leveln wir jetzt auch ein bisschen und dann gucken wir, ob wir hier nochmal einen Pilz bekommen. Ich hätte mir den Greifendrachen nicht holen müssen, aber ich will jetzt das Video jetzt auch nicht nochmal aufnehmen, weil ich möchte jetzt hier wirklich meinen ersten Eindruck hier auch wirklich festgehalten haben in dem Video und das wäre natürlich dann sonst, ja, sonst irgendwie doof, wenn ich das jetzt irgendwie nochmal, ja, nachträglich aufnehmen müsste. Deswegen ist es jetzt so, it is what it is, kann man nichts machen. Geschick und Glück nehmen wir mal mit. So, und dann hoffen wir einfach, dass wir nochmal aus der Alu ein bisschen was bekommen. Hier, Stufe 14, sehr schön. So, jetzt gönn noch mal ein Pilzchen hier. Ja, ein kleines Pilzchen. So ein kleines Pilzchen wäre jetzt noch ganz, ganz nett auf jeden Fall. Ach, wieder Gold. Ja, wenn man es mal... Hier, Glücksrad vielleicht, tryen, Pilz. Oh mein Gott. Oh, sehr lucky. Das ist ja sehr lucky. Okay, nice. Ja, dann Stärke, Intelligenz, Ausdauer, Stärke, Intelligenz. Nehmen wir einfach mal. Das tauschen wir auch einfach mal aus. So, und jetzt kämpfen wir nochmal gegen den Gegner hier, gegen den gleichen. Ich habe jetzt extra jetzt nicht mein Gold festgilt, weil ich wollte ungefähr gleiche Stufe haben. Jetzt sollten wir ihn eigentlich besiegen schon vom Ding her. Wir gucken mal. Eben gerade hat er uns ja besiegt. Aber wir schauen uns den Kampf nochmal an. Ja, guck mal, wie viel Schaden wir jetzt mehr raushauen und wir sind immer noch im neutralen Modus, ne? Das darf man nicht vergessen. So, er macht jetzt natürlich nicht mehr so viel Schaden gegen mich. Boah, jetzt mal so ein Try mit einem göttlichen Schlag. Zack. Okay, das ist nicht wenig Damage gewesen jetzt gerade an der Stelle. Ja, sehr, sehr nice. Okay, wir sind im Defensivmodus. Jetzt einmal einen schönen Block, würde ich gerne mal sehen. Sehr schön. Und da kriegen wir ein bisschen Leben dazu. Es ist nicht viel, weil es ist natürlich auch immer abhängig vom Gegnerschaden, ne? Das darf man nicht vergessen. Je nachdem, was der Gegner für einen Schaden macht, so kriegen wir halt eben auch den Heal rein. Deswegen würde ich mal vorschlagen, dass wir vielleicht gegen einen Gegner kämpfen, der ein bisschen stärker ist. Da gucken wir einfach mal in der Ehrenhalle. Boah, hier sind aber auch viele Spieler am Start, ne? Das ist krass. In der Ehrenhalle nach einem, der ein bisschen... vielleicht schon ein bisschen mehr auf dem Kerbholz hat, sag ich mal. Damit wir vielleicht auch ein bisschen, warte mal, wir gehen mal, das war eine nur zu wenig, in den 1 Million Bereich rein. Haben wir hier schon ein paar Spieler, die, ja, der sieht statpunkt-technisch sehr gut aus. Kämpfen wir mal gegen ihn, ist ein Krieger, sollte auch nicht, ja, sollte überschaubaren Schaden auch machen. Okay, nice. Da haben wir jetzt gerade den Heal wieder gesehen. Das könnte auch ein sehr langer Kampf werden. Das ist sehr gut, um das mal zu demonstrieren. Er macht deutlich mehr Schaden als wir. Das wollte ich mir jetzt aber auch mal einmal anschauen, wie das dann aussieht, wenn wir jetzt mal zack. Okay, ja, man hat gesehen, man hat ein bisschen... Oh ja, wir haben zweimal direkt hintereinander Leben dazu bekommen. Ja, ich muss sagen, so jetzt, also von den Animationen her, es ist auf jeden Fall ein kleiner Unterschied da zu dem, was auf dem Beta-Server war. Ist jetzt aber nicht jetzt so krass, so Explosionen, boah, heftig hier und da, ne? Aber es ist ganz nett auf jeden Fall. Und ich werde mir definitiv mal die Klasse auf dem neuen Server anschauen, um das Ganze mal so für mich auch zu testen.
Und warte mal, wir machen mal noch ein bisschen Ausdauer. Ja, ein bisschen Stärke. So, machen wir mal 50-50 hier. Und ja, ich werde das für mich mal so ein bisschen testen auf dem neuen Server und dann mal vergleichen. Hier den Kampf sollten wir eigentlich auch verlieren, aber den Damage würde ich mir sehr gerne mal anschauen, beziehungsweise wenn der Damage gehealt wird. Das ist halt für mich der spannende Faktor hier, weil wenn wir jetzt zum Beispiel, ja, gegen Magier können wir das ja leider nicht machen, aber gegen alle anderen Klassen, die viel Schaden austeilen, boah, ich kann mir das zum Beispiel sehr heftig vorstellen, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Gegner haben, der auf einmal viel Damage raushaut. Ich denke da an den Nekromanten zum Beispiel mit seinem Hound. Wenn der mit seinem Höllenhund da reinkrittet, ne? Und wir healen den Schaden davon, oder der Druide mit seinem Sturzflug oder so, ne? Dann könnten wir richtig, guckt euch das mal an. Wir haben jetzt, boah, oh, guckt, geil, Dreier-Kombo. Oh, Vierer-Kombo hier, guckt euch das an. Ja, sehr schön, ja, das ist genau das, worauf ich gewartet habe. Ja, oh mein Gott, Digga, guck mal, wir sind fast wieder von Life. Alter. Heftig, Alter, das war eine Vierer- oder Fünfer-Kombo hier. Das ist genau das, was ich sehen wollte, ja. Ein Glück haben wir das jetzt noch hier in dem kleinen Vorstellungsvideo sehen können. Das ist genau das, was ich wollte, ja. Nochmal so ein bisschen gucken, was passiert, wenn man den halt eben ausreizt so ein bisschen. Ja, ich muss sagen, ist schon... kann schon Spaß machen, denke ich mal, die Klasse auf jeden Fall. Und wie gesagt, gerade gegen so, das könnte echt lustig sein, wenn wir, ja, weiß ich nicht, wenn wir in den Heal-Modus kommen und gegen jemanden kämpfen, so, aus den Bereichen hier, ja, dass wir da in den Heal-Modus kommen und der macht ja so extrem viel mehr Schaden, ja, als wir jemals aushalten können, dass wir uns ja eigentlich immer, warte mal, wenn ich das jetzt richtig durchgehe, wenn ich den blocken würde, ja, dann würde ich den Heal dazu bekommen. Wir dürfen halt bloß kein einziges Mal getroffen werden, weil wir ja immer One-Hit sind. Ja, wir haben eine coole Combo eben gerade gesehen. So, okay, alles klar. Wir hätten da auf jeden Fall irgendwie, ja, in den, in den nächsten Modus kommen können und dann, ja gut, eigentlich bringt uns das nichts, weil wir müssen ja sowieso blocken, ansonsten sind wir One-Hit. Das heißt, wir sind ja sowieso immer Full-Life, das heißt, wir können ja auch gar nicht healen vom Ding her, weil wir gar keinen Schaden kassieren dürfen. Okay, ja gut, das ist natürlich ein bisschen, ja, nicht zu weit gedacht jetzt von mir an der Stelle. Aber wir haben uns mal einen kleinen ersten Einblick über den Paladin mal ja, verschaffen können. Und ich freue mich auf jeden Fall auf EU17, wenn der startet. Wenn Freitag der 13. ist, da werde ich definitiv auch streamen. Und dann werden wir uns das Ganze mal auch zu Gemüte führen und mal anschauen. Und dann werde ich ihn auch ausgiebig auf dem Server mal testen. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf, auf die Klasse. Ja, ob sie Langzeit für mich was wird, muss ich dann halt eben erst noch entscheiden. Aber per se finde ich sie jetzt erstmal gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Also ich bin ja entweder so der Freund von viel Damage raushauen oder übelst tanky sein und deswegen spiele ich ja auch zum Beispiel einen Krieger oder einen Battle Mage und so, ne? Deswegen würde das sogar so ein bisschen auch in mein Schema passen von der Klasse her. Aber ich werde es nicht überstürzen, ich gucke mir die Klasse genau erst an beim nächsten Serverstart und dann werden wir mal schauen, wie es aussieht. Alles klar, Leute. Das erstmal soweit dazu. Wir haben einen coolen Kampf gehabt auf jeden Fall, wo wir schön heftig gehealt haben einmal hier. Das war ziemlich cool anzusehen. Ja, ich denke mal, ja, von solchen Tries können wir in Zukunft hier und da mal bestimmt ein paar coole Kombinationen sehen, wo wir ja, womit wir einfach nicht so gerechnet hätten, denke ich mal. Ne? Und das lässt sich, glaube ich, ziemlich cool anschauen. Könnte sein, dass die Klasse dann auch Spaß macht, auf jeden Fall. Werden wir sehen, wenn es soweit ist. Also das ist schon sehr cool hier, ne? Wenn man dann so häufig sich dann healt dadurch, denn wenn man die ganze Zeit, ja, das macht schon Spaß. Muss ich sagen, das ist schon ganz geil, auf jeden Fall. Ne? Okay, aber das war es erstmal soweit von mir. Wie gesagt, schreibt mir sehr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, wie ihr das so seht. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.